Ich habe ein perfektes Bierbrot gebacken. Das sieht nicht nur gut aus, das ist auch super lecker. Die Zutaten stehen schon hier und ich habe natürlich für das Bierbrot wieder einen Mönchshof alkoholfrei, denn wir brauchen hier nur den Geschmack. Ich brauche 400 Gramm Weizenmehl Typ 550 und 100 Gramm Roggenmehl Typ 1150, 8 Gramm frische Hefe, 8 Gramm Salz. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr euch ein Brotgewürz anrührt oder einen Fertigsauerteig getrocknet kauft. Dann jeweils 4 Gramm. Ich finde aber, dass das Brotgewürz in dem Fall Geschmack von dem Bierbrot so sehr übertünchen würde. Deswegen nehme ich den Geschmack vom getrockneten Sauerteig, einen Roggensauerteig. Das Mehl kommt jetzt bei mir in eine Rührschüssel. Dann verrühre ich das und mache mir eine Kuhle für die Hefe. Hier brösel ich jetzt die Hefe rein und gebe da einen Schuss von dem Bier schon mal dazu. Insgesamt brauche ich gleich so circa 350 Milliliter. Das lasse ich mal kurz stehen hier. Nach 3-4 Minuten hat die Hefe schon gearbeitet. Jetzt kommen 4 Gramm getrockneter Sauerteig dazu. Salz. Zutaten stehen unter dem Video in der Infobox. Ne? Und der Rest von 350 Milliliter Bier ungefähr. Und das lasse ich jetzt mit dem Knethaken kneten. Mein Teig habe ich jetzt 10 Minuten kneten lassen und den gebe ich jetzt zum Ruhen auf die Arbeitsfläche. Und da bleibt er jetzt erstmal liegen, so 20-30 Minuten, mit einem Tuch abgedeckt. Und jetzt knete ich den Teig nochmal durch. Fühlt sich gut an so. Dann mache ich mir ein dickeres Würstchen. Dann habe ich hier ein Gärkörbchen, da kommt Mehl rein. Und das Brot jetzt mit der Naht nach oben, also mit der letzten Falte nach oben in das Körbchen. Ich backe das Brot in meinem gusseisernen Bräter und heize den Backofen jetzt mal vor auf 220 Grad Ober-Unterhitze mit dem gusseisernen Bräter. Mein Teig ist gut aufgegangen. Das sieht gut aus. Den stürze ich mir jetzt auf ein Brettchen. Dann hole ich meinen vorgeheizten heißen Bräter aus dem Backofen und lasse den Brotteig da reingleiten. Kein Öl reinmachen, kein Fett, braucht er nicht. Mit einer scharfen Rasierklinge schneide ich hier in den Teig. So. Dann den Deckel wieder drauf und ab in den Backofen. 220 Grad, erstmal für eine halbe Stunde. Nach 30 Minuten nehme ich den Deckel ab und gebe dem Brot jetzt nochmal 15 bis 20 Minuten. Das sieht schon toll aus. Eben mal prüfen, ob das wieder geklappt hat. Hört sich gut an. Jetzt darf das auskühlen. Ein wunderschönes, rustikales Bierbrot. Sieht das toll aus? Lecker, freue ich mich. Beim Brot ist man immer so neugierig, ob das geklappt hat. Aber man hört es schon. Ich schneide das jetzt mal an. Mein tolles Bierbrot. Super lecker. Ein richtig schönes, rustikales Brot. Die Zutaten stehen unter dem Video in der Infobox. Lasst mir ein Like da, freue ich mich drüber. Bis dahin, Thomas.